Hi Leute, Master Suicide hier. Willkommen zurück zum Let's Play von Thea The Awakening. Ich habe gerade mal so überlegt, was wir die letzte Zeit gemacht haben und mir ist aufgefallen, ich habe mich vor echt allem gedrückt und wir werden jetzt mal die Story weitermachen. Ist ja schlimm sonst. Oh Gott. Weil ich gerade Chris geschrieben habe, um was es hier grob geht. Mir ist weiter aufgefallen, ich habe recht wenig gemacht bisher. Okay, das ist das von dem Skelett. Das Tutorial. All done now. Okay. Wir laufen einfach tatsächlich. You come across a Oh. hidden stash, and it looks like whatever is inside may still be in. You have your loot safe in hand, but you can hear something approaching far. Ich möchte einfach nur schön sicher in die Stadt kommen. Danke. Dann räumen wir hier mal auf. Hm, 80 und hier haben wir 62, okay. Na, das passt eigentlich schon so. Clay kann darüber. Das kann rüber. Das kann rüber. Die kann rüber. Das Schild kann rüber. Okay. Thea is not an easy Ah, place to schön. grow up in, but alas, grow up we must. One of your children has matured into a young adult and is ready to join your village and rebuild Thea. Dann brauchen wir einen Becoming Krieger. an adult is an important rite of passage. The whole village celebrates this joyous occasion. The youngster places a food offering at the altars of their gods, in thanks and in hopes for a good future. You have acquired. Offizielles. Das stelle ich mir schön vor, so im Sinne von, was soll ich vorstellen? Wie heißen die bitte? Ich heiße Offizielles Salava. Also sie sind die Kriegerin der Truppe. Okay, Kriegerin, komm her. Die wird auch nie bei ihrem Namen genannt werden, wahrscheinlich. Ich wollte eigentlich warten, bis die angreifen, aber dann halt nicht. Wer ist denn gerade? Ach genau, du bist gerade arbeitslos. Wir sollten dich mal ausrüsten. Und dann... Jetzt haben wir wieder eine Rüstung frei. Wir legen jetzt einfach uns an, nur zum Vergleichen. Habt ihr die gerade ernsthaft was Bad Quality hergestellt, die tolle Rüstung? Ich hasse euch. Das Ding ist schon mal besser. Range Damage. Ich glaube, wir sollten jetzt tatsächlich eine bessere Waffe geben. So. Was bringt das hier? 3 Plant Damage, 2 Plant Damage Poison. Hätten wir hier 5 Shielding, dann könnten wir eigentlich auch so... Wie viel Schaden hat sie denn? 13 Damage. Wie hätte sie hiermit? 25. Schwierig. Wie viel Schild hat sie denn so? 5 Shielding.
schaffen, weil desto besser. Wird sich sein, das mit 5 Shielding. Und wir müssen mal mehr Anhänger hier herstellen. Also so kleine Teile. Was fehlt denn dafür wieder? Ach verdammt, ich habe wieder keine Kohle. Wo war denn da was? Kohle... War die nur hier oben? So weit weg. Und hier und hier und hier. Muss ich tatsächlich jetzt nochmal erkunden, weil wir gehen ja dann eh durch die Gegend. Dann können wir wenn wir hier beim Cosmic Tree vorbeischauen. Oder was war die Divine Quest? Was hat das für eine Questline nochmal? Okay. Nein! Verdammt. Achso, okay, schade. Ich dachte, wenn die so aufeinander stehen, dann zählen alle. Ich darf anfangen? Ach, wie schön. Ich glaube, dann schmeißen wir sie gleich hin. So. Damit hat er dieses Skelettproblem fast beseitigt. Ich überlege gerade, ob es klüger ist, sie zu schilden. Wenn sie zuerst angreift, dann haben wir das tot und das tot. Dann kann das dritte Skelett nicht mehr angreifen. Na, also jetzt dürfen wir eh mal sehen, was das nächste Skelett noch wird. Confused. Ja, das ist tatsächlich sinnvoll. Und ich legen wir einfach aufs Schlachtfeld. Du darfst da auch ein bisschen mit deinen Fäusten drauf rumhauen und wir sollten ihr echt mal eine Waffe geben. Wenn es nur so ein Knüppel ist. So. Nächstes Skelett down. Ach verdammt, noch nicht ganz. Jetzt aber. Sehr schön. Wir haben's. Oh, sehr schön. Ja, behalten wir es mal. Mir ist gerade eingefallen, die tragen viel zu viel Kram mit sich rum, der echt schwer ist. Das heißt, irgendwann geht ihnen doch auch das Gewicht aus. So. Jetzt weil sie haben ja alle schon die Ausrüstung, die sie brauchen. Obwohl, Equipment. Wie viel kannst du denn noch tragen? Also du hast ja einfach kein Gewicht frei. Divine Quests. Wir gehen erstmal zum Cosmic Tree. Und es sind 50 Gegner. As you look around and admire the world, you see something of interest in the distance. You spot a group of travelers trekking through the land. They look like nomads. Sehen ja friedlich aus mit den ganzen Waffen. Okay. Mhm. Ja, ich brauche immer noch die Kohle. Aber was wir jetzt mal machen können, ist den Platz von unserem Dorf sinnvoller verwenden. Hier. Die hier können wir abreißen. Dann bauen wir noch ein weiteres Cabbage Field. Und zwar... Na, das bringt jetzt nichts, wenn wir es aus was Tollerem bauen. Also, normales Holz.
Pilze rein. Normales Holz hier rein. Okay, schauen wir mal, was passiert, wenn wir denn... Können wir noch irgendwas anderes austauschen? Ne, nicht wirklich. Ne, bleibt genau das gleiche. Okay. Du kommst hierher und baust. Du kommst hierher und baust. Du auch. Und wir haben ja jetzt auch einen weiteren Hammer, den wir irgendjemand in die Hand drücken können. Für Draft 4. Damit bist du jetzt zumindest sinnvoll. Und ihr, meine Freunde... Obwohl sie jetzt sieht, da kann ich jetzt tatsächlich mal sehr schön. Und ihr beiden schafft es immer noch nicht, oder? Ja Gott, Sakrament nochmal. Kann nicht einer von euch mal das beim Hochleveln bekommen, diesen Wert? Hauen wir halt da ganz viele rein, ist ja auch gut. Ich mag es nur nicht, wenn das immer die unbeaufsichtigt sind. So. Wurden wir doch als Nomaden bezeichnet. Warum sind es Enemies? Wir schauen erstmal hier vorbei. Na los, lauf dahin. You follow the instructions on the letter, and you discover an old cave that stands hidden from the path. From the tracks, you see that it is clearly not unoccupied. This cave is home to some grisly-looking bears. You cannot be sure if the chest still lies within the cave, but the place itself is definitely the one described in the letter. Okay. Guess the rats didn't stick around for 3 decades. Möchten wir den Bären bekämpfen? Ja, machen wir. Oh Gott. Oh Gott. Die sind heftig anscheinend. Schön. Step den Bär mal bitte. Danke. Okay. Ich könnte den jetzt confusen. Ist schwierig. Also, wir rechnen mal kurz die Gegend. Er wird erstochen, er greift ein. Das sollte klappen, wenn wir ihn einfach... Ne, wir vermeiden die Verletzungen von zur Seite im besten Falle. Jetzt zieht er weg, jetzt kommt sie mit rein und darf ein bisschen drauf rumklopsen. Okay, Bär1 stirbt sofort. Bär2 überlebt leider. Bär3 überlebt auch, okay. Jetzt kommt der interessante Teil. Okay. Er greift an. Wen greift Ladislav an? Den richtigen Bären. Aua! Aua, aua, aua. Das muss wir getan haben. Und Slavobora tötet den Bären mit ihrer Faust. You killed the bears, and the cave lies open for your exploration. Within its darkened walls, you discover a pile of stones laid neatly in the center, just like Miss Livold said. And underneath, you find a huge, heavy oaken chest, securely locked. Okay. Armor, Shield. Nice. You
open the chest Oh. and discover various samples of wood inside, as well as some precious stones. At the bottom, you also discover a set of pristine armor. Oh, was ist das hier? Ancient Wood. Oh, sehr schön. Da müssen wir aufpassen, dass die jetzt nicht verbrennen gleich. Also Nummer 1, ihr campt. Ja, ihr könnt ja Holz sammeln währenddessen. Solltet ihr hinkriegen. Manage Supplies. Nein, nein. Ja, dafür muss gegessen werden. Okay, jetzt beten wir einfach, dass uns nichts angreift. Entschuldigung, ich muss die Musik kurz leiser machen. Die geht auf Dauer auf die Uhr hin. Und ich nehme jetzt gerade schon wieder mehrere Folgen auf. Ah. Aber es macht Spaß. Ich mag dieses Spiel. Es ist einfach schön. Was ist denn mit der Musik los? So. Was ich eigentlich nachschauen wollte, war, ob der immer noch verletzt ist. Oh ja, er ist immer noch stark verletzt. Dann machen wir einfach mal gar nichts hier. Passt schon. Ja, sehr schön. Was sagt denn jetzt ein Verletzungsgrad? Ja, 14 von 17. Wie weit kommen wir denn gerade? Wir können zum... Ah! Möchte ich mich nicht beschäftigen. You arrive at a tall, stone-built tower. An arched doorway stands ajar, and an old man waves at you to come in. Go in. You walk into the lower floors of the tower. The room is dark and dingy. The walls are filled with bookshelves, barely holding under the weight of the thousands of works that you think must be housed here. There is a desk and some chairs, and the old man sits behind it. Come in, come in. Sit and let us talk. I am Professor Anthony Hufka, formerly of the Grand University. These days, well, on research leave, I suppose. Ah ja, aber deinen Titel trotzdem noch mit angeben. Hello, we found this old scroll by a body. It talked about curing the darkness and it had your tower marked on a map. Ah, the Elven Scroll. Have you found the Guardian yet? He went to that Grove place, but I've never been able to find out what happened to him. His pesky student ran off with the scroll before I could write down the directions. And I don't like leaving this tower anyway. Right. Well, he is a wise one. I will grant him that. But his version of history is... history is written by the victors, yes? The elves have been the victors for many thousands of years, and thus they do write our history. I, however, believe it is time we wrote our own. What do you mean? You're not making much sense. Well, the elves will tell you that the cosmic tree is one of the pillars of the world. I won't go into it. They know it better. They are correct on that, but sometimes pillars must fall in order to build a new house, you know. Still not making any sense. Right, right. I am an old man, too old for human existence. I forget myself. So it was us, humans, that burned that damned tree. Ja, so etwa schon. We at the Grand University. We had a multinational conference and we came to a conclusion. Magic is stifling humanity. Listen to me. Magic and its prime stewards, the elves, they are keeping us from truly evolving, from reaching our own potential. We can finally be free from superstition, from dark magic, from monsters. We will build a civilization based on reason and knowledge. Ah ja. And yes, this will be costly. Magic will take with it many creatures, not all bad, but humanity will finally be free. Yes, we did. That is because something went wrong, you see. The tree lingers on.
Magic is growing again. The elves are cursed, but still alive. The plan did not work. So you must do whatever that elf tells you, but then find a way to finish the job. Do whatever you must to kill magic and destroy the tree for good. Yeah, you're definitely mad. Why didn't you do it? Alright, humanity deserves a turn. I'll do my best, friend. But why haven't you done it yet? Nein. You will do what you will do, but I trust your brains will win over superstition. And I told you, I don't leave this tower. If I do, I am dead, and I rather like living. Isn't that magic? Ah, details. Whatever you do will not happen overnight, you know. It may take generations to fully take its course. I will live until that time and gather knowledge. Now go. No time to waste on an old man. Wait, we have more questions. You find yourself standing in an empty field. No tower, no man, nothing. Gott. Na, Meisterwillkür. Wo ist der Turm? Meisterwillkür. Das war einfach das Erste, was mir dazu eingefallen ist. Ach, verdammt. Die mit den hohen Sammelwerten sammeln brav. Sehr schön. Und dann bauen wir doch nochmal einen weiteren Bogen. Was haben wir denn noch an Baumaterial? Spinnenseide mit dunklem Holz und normalem Holz. Einfach, warum nicht? Irgendwas muss ich ja schließlich bauen. Oh, mir fällt gerade ein, ich könnte auch noch Essen kochen im Hintergrund. Nein. Davon mal... Ah, perfekt. Diese Taste hätte ich vielleicht schon früher entdecken sollen. Die baue davon so viele, wie du kannst. Taste. Okay, vielleicht weitaus besser. Nein, ich wollte, dass er hier ist. Wie weit geht das denn hier? Ist die Frage, ob es wirklich so weit geht oder ob es dann hier irgendwo, dass hier so eine Weltgrenze ist. Das ist auf jeden Fall der Baum. Den laufen wir jetzt da als nächstes hin. Und gehen wir auf der anderen Seite vom Fluss entlang dafür. Achso, ich kann mit dem laufen, okay. You approach the slavers and see they are a mixed group of different peoples, including orcs, humans, goblins, and even dwarves. They drag behind them a row of malnourished, worn-out slaves, including children, shackled and cruelly whipped by their captors. Hab ich The kein Problem slavers mit. are well armed, but they have clearly seen some fighting not long ago, as they have bandages and look banged up. Reden wir? Wir machen mal das Einfachste. Ah. Counter-Taktik, Counter-Taktik. Counter-Offense. Okay, meine Leute sind zwar nicht so gut im Reinhauen, aber seine auch nicht. Na dann. Legen wir ihn mal hin. Er kann nämlich auf jeden Fall was wegsetzen. 3, dann müssten wir mit Counter-Taktik die Karte rausnehmen können. Sehr schön. Ein 1-1-0er Wolf. Der zählt hier gerade mal so als anwesend. Selbst das kann er nicht richtig. Machen wir das jetzt erst sau viel Leben? Wir können ihn natürlich boosten, aber er kann ja nicht alles in Grund und Boden schlagen. Das funktioniert also nicht. Die könnten zuhauen, aber... Die beiden könnten auf jeden Fall zuhauen. Jetzt legen wir einen einfach rein und schauen, was er jetzt noch macht. Die will ich eigentlich legen, tatsächlich. Ja. Wir
hoffen einfach mal, dass das gut geht. Dass jetzt nicht unsere Leute versklavt werden. Ein Banditenschütze und die Wölfe. Die Wölfe, habe ich tatsächlich das Gefühl, sind einfach nur Tanks, die im Weg stehen sollen. Verdammt, das boostet nur um 2. Na dann. Hoffen wir mal, dass das so funktioniert. Also, er kratzt Nibor an. Nibor, den Banditenfighter. Der Wolf hat natürlich keine Sozialtalente. Okay. Okay. Wolf down. Oh, sehr schön. Schert keinen der Wolf. Dieses Geräusch. Also, eigentlich komplett egal, was ich jetzt mache. Weil wenn sie das jetzt noch gewinnen mit 2 Karten gegen 6, dann weiß ich auch nicht. Vor allem, weil eine davon ein Lebenswolf ist. Lege ich jetzt noch Licht dazwischen. Wir können jetzt ja immer noch hier mit Support Ally 5. Okay, sie braucht 5 Schatten. Support Ally. Support Ally. Support Ally. Die stehen jetzt alle so um sie rum, so Rave-Party, nicht Rave-Party, so das typische Rap-Duell-mäßige, Rap-Battles, also. Go, go, go! Posturing and clear confidence made these slavers very uneasy. They must have had quite a fight beforehand, as you realize they would not have been an easy prey still. Their leader speaks. Fine, you can have half of our cargo and just leave us be. You feel this is a final offer. Alright, we take the half and you go. The slavers cut off their long chain in the middle of the row of slaves and leave with half of the cargo. You hear some slaves crying out, but most of them are too worn out to protest. You realize many of the rescued people will not survive the night, and yet you have given hope and a new start to some. Oh ja, schön. Ha, wir haben eine neue Erfahrungsstufe erreicht und ich glaube, die Folge wird wieder viel zu lang. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Lasst ein Like und einen Kommentar da. Macht's gut, Suicide. Over and out.